Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vampyr. Weiter geht's Richtung Dr. Svenzi. Oh, Vampire sind ja wohl lästige Gegner. Und dieses Rumporten. Irgendwann müsste ja auch keine Ausdauer mehr haben, oder? Wen hat er da ausgesaugt? Zigaretten etwie. Okay. Oh, hier scheint noch irgendjemand. Was ist denn das hier gerade? Der Fokus ging gar nicht. Komm mal mit hier. Ich brauche ein bisschen Blut. Ja, ein bisschen Blut tut immer gut, ne? Das sage ich ja immer. Aber irgendwie müssen wir uns ja auch ein bisschen am Leben halten. Jetzt ist es hier ruhig geworden in der Kanalisation. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Haben wir alle getötet anscheinend? Gehen wir mal wieder raus. Also wären wir jetzt in der Kanalisation nicht gewesen, hätten wir die Information, oder besser gesagt, das über Skals nicht gelesen. Also war es eigentlich ein Vorteil, da drinnen zu sein. Hat er was gesagt? Soll lieber mal ruhig sein hier. Das war ich nicht. So, weiter geht die Suche. Besser gesagt, weiter geht der Weg. Was ist denn falsch mit ihm? Willst du mir zugucken, wie ich ihn austrinke? Das ist schon stark, eigentlich der Speer. Muss man ja sagen. Definitiv sollten wir auch dafür sorgen, dass wir viel mehr Blut in uns tragen können. Damit wir nicht alle 5 Sekunden saugen müssen. Also meine Idee, definitiv. Hier gibt es noch ein bisschen was zum Looten. Ein bisschen Geld, aber... Kommt da. Da konnte ich doch dran. Und eine große Pillendose. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Jetzt porten wir uns von einer Stelle zur anderen. Weil normalerweise müssen wir gar nicht hierher, ne? Aber wenn ich den Weg halt finde, möchte ich halt ihn auch einmal nachgehen und gucken, was hier so ist. Ich denke mal, irgendwann werden wir so oder so hier lang nochmal kommen. Dann wäre es halt doof, wenn wir alles schon gelootet hätten, aber auch wieder vom Vorteil für uns später. Jede gelootete Sache ist eine gute Sache.
So, gehen wir wieder hier rüber. Müssen wir wieder zurück uns porten. Und weiter geht's Richtung den Edgar. Warte mal. Hier ist ein Keep Out. Okay, kommt man nicht rein. Hallo Ratte. This is despicable. Ja, aber irgendwo muss man ja ein bisschen Blut wieder nachholen. Ganz natürlich hier, wenn man hier so reingeht und... It's locked, all right. Immer kommt man aber nur abends zur Arbeit. Was ist hier denn passiert? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. What can you tell me about the recent events in the hospital? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No, I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Okay. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but... well, maybe it was him. Interessant. Goodbye, Wir haben ja schon Call me ziemlich if viele you need Informationen. So, also haben wir jetzt die Information. Mr. Hampton hat Miss Jones getötet. Okay. Also ist er auch ein Vampir geworden. Irgendwie würde ich jetzt einmal in die Leichenhalle gehen und nachgucken. Auch wenn das jetzt noch nicht unsere Aufgabe ist, aber ich würde gerne trotzdem halt einmal nachgucken. Mich interessiert das halt jetzt gerade, da er sie gebissen hat. Denke ich mal, Mr. Hampton war ja der, den was wir gerettet hatten. Da in den Docks. Denke ich. War das? Nee. Wer war Mr. Hampton noch? Gucken wir nach. Mr. Hampton war doch... Müssen wir hier eigentlich mit drunter sehen. Mit den Hawks. Clay Cox, den hatten wir, glaube ich, gerettet, ne? Wo ist Mr. Hampton? Ja, jetzt würde ich ja gerne wissen, wer war nochmal Mr. Hampton und Sean Hampton. Wer war das? Hab hier noch keine Hinweise über ihn. Jetzt würde ich trotzdem gerne einmal hier nachgucken. Wir gehen gleich gerne zu den Edgar. Ich weiß jetzt nicht, ob wir halt so weiterkommen. Wieso lädt das so lange? An einigen Stellen. Also jetzt gerade.
Das ist auch noch ein Wunder, was ich mir stelle. Also mein Rechner kann es nicht liegen gerade. Das ist fraglich, warum das so lange lädt. Weiter geht's. Jetzt sind wir rausgegangen. Ach, darum hat das wieder so lange gedauert zum Laden. Ja, sonst gehen wir gleich in die Leichenhalle, nachdem wir mit Edgar geredet haben. Also Mr. Hampton hat Miss Clones getötet. Miss Clones war ja die was im Krankenhaus hier drinnen lag in den Raum. Also hier hinten lag sie ja drin. Miss Hampton hat sie getötet. Mr. Hampton hat sie getötet und dann so laufen lassen. Evening, Dr. Reid. Ist er einfach so gegangen, so? Goodbye for now, Mr. Elwood. Ich dachte, wir kriegen Informationen bei denen, hier bei unserer möchte gerne Vampirin noch. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant Wobei blood. sie ist ja eigentlich, glaube ich, wirklich eine Vampirin, also I'll leave you, Mistress of the Dark, to your denk nocturnal. mal, sie tut da nicht so, aber wenn sie ja warmes Blut möchte, hier auf dem Boden. Pembroke nowadays. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Sie hat natürlich auch kein... Goodbye, Nurse. Mit der kann ich auch jetzt nicht darüber reden, hier drüber, was hier passiert ist. Ich habe hier nur mit der Dame hier, mit der konnte ich halt darüber reden, mit sonst niemanden. Oh, hier mit ihr. Jonathan, my sincere condolences for your loss. Your kindness is much appreciated, my lady. Is there anything you require? Ja, I spied my mother at the funeral. Have you ever revealed yourself to a member of your family? No, Jonathan. And I'd advise you even from thinking about it. Are we then condemned to lie to those we love? We are creatures of deception, my friend. But this is more for their sake than ours. ja, was sollte denn But what passieren? if I Na, was close to also, someone sie sind dann genauso in and wished to Gefahr. tell them the truth? Fear, loathing, disgust. And then they will plead to be turned. They will see it as salvation. Then there's the risk of gaining the attention of vampire hunters. Ja, stimmt. Da hat sie aber wirklich recht. Are we condemned to attend the funerals of all we love? Dying is the final act of life, Jonathan. Present company excluded. Accept it. I don't know what to expect. Am I cursed to an eternity of solitude? With time, we Ekon tend to go into isolation. If we survive long enough, that is. Wie As wär's, a practitioner wenn of sie the medical gemeinsam einsam sciences, I'm sind, ne? prepared for the death of loved ones, but mourning in the shadows, deprived of sharing one's grief. We are no longer a part of the circle of life and death. We are undead, my friend, and so we are outcasts. Da hat sie recht. Goodbye, my lady. Until we meet again. Aber wie wär's, wenn die halt gemeinsam einsam sind? Also, sie werden ja dann nicht mehr einsam. So weiter. Und könnten kleine Vampirchen, kleine Fledermäuse machen. Naja, aber das ist gut.
Gehen wir weiter zu unserem Herrn Doktor. Redet da. Hier niemand gut. Ach, das war er wieder. Wie lange will der eigentlich noch im Krankenhaus bleiben? Gehen wir mal zu Edgar. Das ist leer. Das hatten wir ja heute schon mal ausgelootet hier. Auf zu Edgar. Mal gucken, was er so für uns hat. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. Ich will den eiskalt kalt machen. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Schlechte Neuigkeiten? Da bin ich aber jetzt ganz gespannt hier. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Ich werde Ihnen helfen. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Werde sie alle beschützen. Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. So sehe ich das auch. Hauen wir doch immer weg. If you don't mind, I have a few questions. I'd be delighted to help you if I'm able. Ich habe die eigenartigste Kreatur gefunden. I just recently met the strangest creature in Whitechapel. He was immense. He mocked me and accused me of hypocrisy. Perhaps it was a skull. London's streets are overflowing with them these days. Es war ein Vampir. Ich weiß nicht, was er war. Ist es ein Vampir gewesen, oder? Ja, doch, es war ein Vampir It was eigentlich. a vampire, all right. But what kind, I'm not sure. He was large and very fast. If you find anything more about this creature,
The Brotherhood would greatly appreciate any information you could spare. Er war wirklich He was bedrohlich. observing me with the obvious intent to do me harm. His very presence evoked a palpable sense of menace. You need to be careful, Jonathan. You've no idea what this creature really is. Der Teufel persönlich vielleicht? Wäre meine Idee. Und das Betreten I natürlich recently ist so tried to schwer. enter a church. It has been a very unpleasant experience. The Brotherhood's research on the matter of faith and vampirism has proved somewhat insubstantial, to say the least. Bin ich verflucht? Oder die Wissenschaft hat keine Erklärung dafür? Bin ich Is this verflucht? proof that I'm cursed in the eyes of the divine? The wrath of the Almighty? There's no way of knowing. It could be subconscious guilt, or irrational fear, or deep-seated beliefs. Die Wissenschaft hat keine Erklärung It's hard to dafür. explain in terms of science, that's for sure. I'm sure Lady Ashbury will have far greater insight into this matter than little old me. So. Ja, was ist geschehen, während ich fort war? What exactly happened here while I was absent? Hampton turned, quite violently as it happened. Lurking about, attacked Miss Jones. To say he created quite a commotion would be an understatement. Hampton hat sie wirklich umgebracht. Are you sure it was Hampton that killed Miss Jones? There was blood everywhere, but no body. And you know the state she was in. I fear for what he did with her. Hopefully he just hid the corpse. Er hat die Wache von How Privien did the guard informiert. of Prewin come to hear of this? McCullum has spies everywhere. He will jump at any opportunity to disparage the Brotherhood and show his contempt. Who was that man in your office? Geoffrey McCullum, actual leader of the Guard of Prewin. I suspect he's the man behind the rebirth of this old and dusty society. Oh, das ist der Anführer? Okay, dann weiß ich, was ich mit ihm tun muss. They know I'm here now, don't they? I can guarantee one thing. The Guard of Prewin would never dare to attack the hospital while I'm in charge here. Nicht? What do they hope to achieve? Their ultimate goal is the eradication of all vampires in the country. They see you as a threat to mankind, Jonathan. Thank you, Edgar. Ich würde gerne mal wissen, wieso sollte die Wache nicht angreifen, nur weil er hier ist. Also, guckt ihn noch mal an. Er ist jetzt auch nicht gerade der Übermensch. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Würde mich halt wirklich interessieren. So, putz du mal weiter hier, ne? Du guck immer noch hier weiter das an. Wir gehen jetzt weiter. Wir suchen jetzt unseren Mr. Hampton. Das ist Mr. Cox. Das sind Sie denn? Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Haben Sie Arbeit? Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Ja, jeder hat eine schlimmere Geschichte oder was? Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Worüber haben Sie gestritten? Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital.
I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Klaustrophobie? Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Okay. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about is their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Okay. Ich bin Arzt. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then, if you're so interested in my case. Nee, nee, doch, das As a tiefsinniger. soldier, you're expected to kill the enemy to survive. Guilt is a powerful emotion and could lead to feelings of suffocation and oppression. My God, you're so wrong. Believe me, I would kill if it happened again. Violence is part of who I am. Oh, schade. Oh nein. Dadurch haben wir 2 Hinweise nicht bekommen. Einmal zu Newton und Goodbye, Mr. Thatcher. Mr. Try Tatler. to take care of yourself. Er war bestimmt verschüttet. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe, for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Newton. Warum bleiben Sie Why do hier? you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Oh, wir hätten erstmal mit Newton reden müssen und dann mit. Weil wir, What da can you kriegen tell wir me jetzt about the war, Informationen Mr. Blight? dazu bestimmt. If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. Ich habe auch in Frankreich gedient. I fought in France too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Gehen Sie zum You are Pembroke always Hospital. welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Hat ja gut geklappt bei mir. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. I couldn't move.
Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Naja, wir sind als Toter auferstanden. Goodbye, Mr. Blight. Take care of Mach yourself. das mal nach. Aber mich ärgert, dass wir jetzt halt von But no less dangerous. ihnen jetzt 2 Sachen nicht mitbekommen haben. Leider. Naja, aber was soll man machen, ne? Da ist jemand ins Wasser gefallen, ne? Ich würde sagen, wie es dann ab hier weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge dann uns angucken. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.